Doms Wheel World. Ahoi, ich bin Captain Dom. Ich bin seit 2012 querschnittgelähmt und Tester und Entwickler bei Fosara. Wir haben uns für einen super lustigen Urlaub 2 Hausboote gemietet. Was da so passiert ist und wie das mit dem Rolli klappt, seht ihr nach dem Intro, wenn es heißt... Ankerlichten auf dem Achterdeck. Bei Wind und trübem Wetter bin ich an einem Pier unterwegs und suche nach unseren beiden gemieteten Hausbooten. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung alle wichtigen Informationen und beispielsweise auch den Link zum Verleih und zum barrierefreien Boot. Das hier ist die Hausboot-Crew mit unseren 2 Booten. Das rote Boot ist für 6 Personen und nicht barrierefrei. Und das mintgrüne Boot ist das barrierefreie und bietet Schlafplätze für 4 Personen. Die Boote sind 4,5 Meter breit und gut 10 Meter lang. Keiner von uns hat einen Bootführerschein oder etwas Ähnliches und keine Erfahrung mit Booten. Hier läuft das so: Man kann einen Charterschein machen, der circa eine Stunde dauert, und dann kann man sich mit den Booten frei im Seengebiet bewegen. Beim barrierefreien Boot ist eine Alurampe dabei, die einem das aufs Boot und wieder runterkommen deutlich erleichtert. Manchmal haben wir das aber auch ohne gemacht. Gesteuert werden die Boote über diesen Gashebel, den man zum Vorwärtsfahren nach vorne drückt und zum Rückwärtsfahren nach hinten. Der Rückwärtsgang ist dann gleichzeitig die Bremse. Und hier zum Richtung bestimmen das Lenkrad. Am Anfang ist das Bootfahren etwas ungewohnt, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann funktioniert das ziemlich gut und ist auch echt eine lustige und spannende Sache. Ich hatte am Anfang wirklich gedacht, dass es beim Bootfahren langweilig werden könnte, dass das Boot wie von selbst über große Seen fährt und dass man nicht viel zu tun hat. Aber das ist wirklich genau das Gegenteil. Es ist echt abwechslungsreich und macht riesen Spaß. Wenn man dann in engeren Kanälen unterwegs ist und es kommt auch mal Gegenverkehr, dann muss man sich schon mal kurz konzentrieren. Nachdem wir dann aus dem ersten trüben Tag das Beste gemacht haben und die Regenpausen immer zum Fahren genutzt haben, haben wir uns dann einen schönen Ankerplatz gesucht. Und der Abend hat schon vermuten lassen, dass der nächste Tag mit schönerem Wetter um die Ecke kommt. Und so war es dann auch. Wir hatten Bombenwetter am nächsten Tag und sogar Besuch zum Frühstück. Hallo! Moin! Über Nacht hatten wir so geankert und die Boote verteut, dass man von einer Terrasse sogar mit dem Rollstuhl auf die andere fahren konnte. Und nach einem vernünftigen Frühstück in dieser herrlichen Umgebung hieß es dann wieder: Ankerlichten und volle Fahrt voraus! Das hier ist übrigens die normale Höchstgeschwindigkeit der Boote. Aber ich lasse das Video jetzt meistens schneller laufen, da das sonst etwas zu langwierig wird. Es gibt auf jedem Boot ein Tablet, mit dem man navigieren kann und auf dem Videos sind zu allen wichtigen Funktionen, die man auf dem Boot wissen muss, wie man die Heizung anmacht, wie man tankt und wie der Kühlschrank funktioniert und so weiter. Weil wir jetzt nach dem ersten Tag auf rauer See und bei Unwetter schon erprobte Seemänner waren, haben wir beschlossen, wir fahren einfach den ganzen Tag rum. Und das ist einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Wir waren auf größeren Seen, haben manchmal einfach nur von einem See zum anderen gequert. Mal ist es belebter, mal kommt man einfach nur durch Natur und enge Kanäle, mal im Wald, mal auf Wiesen, also landschaftlich wirklich eine super Sache. Die Landgänge waren ähnlich abwechslungsreich wie die Fahrt auf den Seen. Also, Vorsatzrad dran
Rampe raus und los geht's. Mal ging es durch schöne alte Dörfer, sehr oft mit Kopfsteinpflaster. Aber dank Vorsatzrad kein Problem. Und mal waren wir in der Natur unterwegs. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass es runter vom Boot auch oft ohne Rampe ging. Und drauf geht es auch, aber es ist schon etwas schwieriger. Aber für den Notfall hätte man ja die Rampe dabei. Dass die Boote hier im Zeitraffer ständig hin und her fahren, zeigt übrigens ziemlich gut, wie träge es die Lenkung dieser Boote in Wirklichkeit ist. An der Stelle muss ich den Captain vom anderen Boot zitieren. Wir suchen halt immer das Extreme. Also haben wir unseren Abstand verringert und ein paar waghalsige Fahrmanöver eingebaut. Bei adrenalingeladenen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Höchstgeschwindigkeit wurden alle Register gezogen. Hier werde ich in den Schilfgürtel abgedrängt und kann eine Katastrophe nur im letzten Moment verhindern. Aber die wahren Herausforderungen lagen noch vor uns. Schleusen. Schleuseneinfahrten, die nur wenige Zentimeter breiter als das Boot sind, bringen den Captain und seine Crew an ihre Grenzen. Nein, natürlich ist das Quatsch. Ich hätte nicht fast einen Unfall im Schilfgürtel gebaut und das Schleusen ist auch kein Hexenwerk. Wenn man schön langsam fährt und vorsichtig rangiert, dann kann eigentlich nichts passieren und es macht sogar ziemlich Spaß. Bei uns war es so, dass wir uns immer die schwierigsten und engsten Schleusen ausgesucht hatten und Minuspunkte bekamen, wenn wir doch mal die Bande berührt haben. Kleine Berührungen im Schneckentempo überstehen die Boote zum Glück unbeschadet. Alles in allem ist das ein super abwechslungsreicher Urlaub gewesen und es war deutlich cooler, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Jetzt will ich euch noch eine kleine Roomtour vom Boot geben, damit ihr einschätzen könnt, ob das auch was für euch ist und ob ihr da mit dem Rollstuhl zurechtkommt. Da wo unser Gepäck liegt, ist die Schlafcouch. Wenn man die ausklappt, hat man 4 Schlafplätze in diesem Boot. Da wir aber zum Glück nur zu dritt waren, konnten wir das Sofa eingeklappt lassen. Das übrigens, wenn es ausgeklappt ist, auch die Tür für den Rollstuhl ziemlich versperrt. Zum Bett und ins Bad kommt man auch ganz gut. Allerdings ist der Duschrollstuhl ohne ein Polster, also wenn ihr da ein Problem habt, müsst ihr euch da was mitnehmen und dasselbe ist es mit der Toilette. Ich kann nicht empfehlen, dieses Boot mit nur 2 Rollstuhlfahrern ohne Fußgänger zu nutzen. Weil die Boote keine Tankanzeige haben, muss man auch, um den Tankfüllstand zu überprüfen, in den hinteren Bereich des Boots, was mit dem Rollstuhl nicht möglich ist. Was auch ganz lustig ist, dass man als Rollstuhlfahrer auf dem Hausboot ziemlich gleichberechtigt ist, weil es gibt sowieso nicht viel Platz zum Rumlaufen und es gibt keine Treppen und somit sitzen alle im selben Boot. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen das Hausbootfahren schmackhaft gemacht und ihr könnt auch abschätzen, ob ihr mit dem Rollstuhl auf dem Boot zurechtkommt. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, schaut mal in die Videobeschreibung, wo alle Informationen zum Hausbootverleih, zum Vorsatzrad und zu allem anderen aus dem Video zu finden sind und lasst mir gern einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.